Der Rambam erzählt uns heute, welche Mitzvot können mitgezählt werden in die 613 Mitzvot. Erstmal, wie wissen wir, es gibt 613 Mitzvot? Wo ist die Quelle? Es gibt 613 Mitzvot im Judentum. Die Quelle sind die Gemara in Makot, Mesechet Makot, auf Seite 23. Die Gemara legt fest, dass das sind die Zahl von Mitzvot, die wir bekommen haben. Nicht beinhaltet sind Mitzvot von der Rabbanan. Was ist ein Mitzvah von der Rabbanan? Mitzvah nicht von der Torah, sondern wir machen von unseren Weisen. Megillah lesen, Chanukah-Kerzen zünden, Erevin machen und so weiter. Hallo sagen, Kiddush Levana. Stellt sich die Frage, bei die alle Mitzvot sagen wir Bracha? Sagen wir Bracha? Natürlich sagen wir. Was sagen wir? Asher Kiddishanu b'mitzvaysav v'tzivanu. Was heißt das? Dass du uns befohlen hast und diese Mitzvah gegeben hat, heilig zu machen. So wie sagen wir, dass diese Mitzvot sind nicht ein Teil von den Mitzvot, von den 613 Mitzvot. Wenn wir die Bracha, die wir machen, sagt, dass du hast uns befohlen, diese Mitzvot zu machen. Und die Erklärung ist, dass nur Mitzvot, die in die Torah stehen, sind Mitzvot, die mitgezählt werden. Aber es gibt eine Mitzvah in die Torah, Lo Tasur, man soll nicht weggehen von den Wörtern von unseren Weisen. Was steht in die Gemara, was steht in der Talmud, was steht in die Halachah, das ist ein Teil von Lo Tasur. So, wo haben wir, das ist interessant, wenn wir sagen, dass Sherke die schon mit Mitzvah V'tzivanu, welche Mitzvah meinen wir? Lo Tasur. Was steht nicht? Nirgendwo, dass der Eberste hat gesagt, uns sind Chanukah-Kerzen. Oder Hallo sagen. Oder Kiddush Levana machen. So, wenn wir sagen, dass Sherke die schon mit Mitzvah, welche Mitzvah meinen wir? Lo Tasur. Man soll nicht weggehen von den Wörtern von unseren Weisen. Wenn unsere Weisen sagen uns etwas, dann ist das eine Pflicht von der Torah. Genau wie Kosher zu essen und Schabbos zu halten, eine Pflicht von der Torah zu halten. So, als Sherke die schon mit Mitzvah und nee, das Chanukah, das ist das so. Das ist ein sehr interessanter, sehr wichtiger Punkt, den man wissen muss. Dass wenn wir erfüllen die Wörter von den Weisen, dann wir erfüllen den Wunsch von Gott. Heute ist die 8. Tag im Monat Kislev und der Rebbe sagt uns, dass ein Mensch muss so dankbar sein. Muss so dankbar sein für alles, was passiert im Leben. Die kleinen Dinge. Die Mensch muss denken, wer bin ich überhaupt? Die Kleine von den Kleinsten. Und ich kann bringen Freude zu die Größten von den Größten. Wenn ich lege Tfilin, ich, der kleine mir, bringt Nachas zu der großen Gott. Und deswegen, die Mensch muss begeistert und Freude haben, dass er mit Gott eine Verbindung haben kann. Und ich will auch sagen, heute sind einige Menschen, die sagen Kaddish. Wenn du kommst in die Synagoge und du sagst Kaddish, wenn du legst Tfilin, du machst eine Mitzvah, nicht nur bei der Shiva, nach der Shiva, Jahrzeit. Das ist die größte Nachas, die größte Freude, was man bringen kann an unser beliebter Verwandter.